jetzt noch, Alter? Dieses Arschloch! Halt dich fest, dieses Schwein! Was? Hallo? Oh, na endlich. Die Polizei ist da. Morgen. Morgen. Ich bin Hauptkommissar Ulrich, Kripo Berlin. Das ist meine Kollegin, Kommissarin Dalo. Morgen. Sie haben uns gerufen, es geht um einen Überfall? Allerdings, aber Kripo kommt nicht normalerweise erstmal eine Streife, und zwar lange nachdem sich darauf gezogen Ich hat. habe gehört, dass über den Funk lief, das war uns bekannt vor, haben wir übernommen. Was? Das hat er schon mal gemacht? Das ist noch nicht sicher, aber erzählen Sie uns doch einfach, was passiert ist. Also ich wollte gerade zur Arbeit und als ich die Tür aufgemacht habe, da stand plötzlich dieser Typ vor mir und da habe ich halt zugestochen. Also mit dem Kaktus. Kaktus? Ja, den hatte ich gerade in der Hand. Kaktus, haben Sie sowas immer bei sich? Ey, das ist nicht witzig. Was ist dann passiert? Dann habe ich gar nichts mehr gesehen, wegen dem Regenschirm. Ja, und dann kam ich auch schon aus der Tür wegen dem ganzen Krach hier und als ich mich dann fertig gemacht habe... Sie hatten einen Regenschirm und einen Kaktus als Waffe dabei? Nein, als Geschenk. Und der Regenschirm, weil es draußen geregnet hat. Es regnet aber gar nicht. Ja, zum Glück, sonst hätte ich mich ganz sicher hingeplagt, als ich ihn verfolgt habe. Mit dem Rad meine ich. Er ist also mit dem Fahrrad geflüchtet? Nee, mit dem Auto, was er geklaut hat, nicht das Rad. Sie sind ihm also gefolgt, mit einem geklauten Fahrrad. Und dann war er auf einmal weg. Nee, erst habe ich ihn fast eingeholt, an der roten Ampel. Und dann ist er durch die Kleingartenanlage abgehauen. Mit dem Auto? Ja, ist die Treppe runtergefahren und dann den Kiesweg lang und bei Maistomaten rechts abgebogen und hat dabei links geblinkt, das Schwein. Wir können das Gespräch auch gerne auf der Wache weiterführen, ja? Können wir gerne machen. Wenn ich als Retter noch meinen Anwalt und die Presse dazu bitten darf, und ihr habt doch sicher kein Problem damit, wenn ich nebenbei noch meinen Blog schreibe. Naja, wir sollten gleich mal ein wenig runterkommen. Das wird sich schon klären. Immer der Reihe nach.
Ich fasse nochmal zusammen. Sie waren auf dem Weg zur Arbeit mit einem Regenschirm und einem Kaktus, als Sie der Tatverdächtige angegriffen hat. Und ich zurückgerannt hat. Wobei Sie sich gewehrt haben mit dem Kaktus als Waffe. Richtig? Kaktus als Waffe, das ist natürlich ein merkwürdiges Leben. Erwartest du noch jemanden? Ob der das nochmal ist? Quatsch. Hast du das vergessen? Oder? Reinlassen. Wir hatten noch Lust auf eine zweite Runde mit mir. Hallo? Ach, okay, ich komme gleich. Was ist denn da Ostboden? Ich gehe mal schnell das Wegholen. Nichts Schlimmes. Ich hab gar nichts zu bestellen. Okay. Aber kein Absender drin. Wenn Sie wollen, kann ich mir das gerne mal anschauen. Ja? Gehen Sie mal her. Hast du das bestellt? Ich wusste gar nicht, dass du auf Ganzkörperkondom stehst. Ist nicht bestellt, ne? Keine Ahnung, wo das herkommt. Sowas schon gar nicht, ey. Ja, Entschuldigung. Sie fassen hier jetzt besser nichts mehr an und wir gehen mal die Treppe ein bisschen weiter hoch. Frau Nadel, rufen Sie mal die Spurensicherung? Ja, mach ich. Ich gehe in meiner Wohnung nach Kaffee. Ja, Ich hatte mich noch. Wort, ja. Okay, Vorschlag, ihr könnt alle nicht schauen. Aber nur gucken, nichts anfassen. Okay, na dann. Ich darf noch sagen, die Wohnung mal freiwillig in meine Wohnung lassen. Ich glaube, das haben wir gerade eben dezent überhört. Und wundert auch keinen. Ganz hier. Mach doch mal einen Kaffee und stell ein paar Kekse. Von meinen Keksen. Wer soll kommst doch Kaffee selber welche. Wie gut können Sie denn den Täter beschreiben? Ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen? Also der Schlankste war er nicht gerade und sicher auch keine 18 mehr. Locker über 30. Schnauft wie ein Walross. Ja. Trotzdem irgendwie beweglich. Ein komischer Typ halt. Haare blond oder dunkelblond. Ja. Fresse konnte ich nicht richtig erkennen, aber nur ganz kurz, als er mich angelangt hat unten im Treppenhaus. Ich würde aber sagen, helle Augen. Also ich habe fast gar nichts gesehen, weil das Licht in der Wohnung war schon aus und dann ging der Schirm auf und ich... Ja, ich habe ein Auge von hinten. Ein bisschen massiger Typ, aber kein Sportler. Ein bisschen übergewichtig, aber auch nicht richtig fett oder so. Also eher, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr. Autofahren war auch nichts Neues für den. Also der kam ziemlich gut zurecht. Hat mich auch gewundert, wie schnell er mich erkannt hat im Rückspiegel. Und dann ist er ab, raus da und die Treppe runter. Treiben Sie Sport? Ein bisschen Parkour, ein bisschen Kampfsport. Was? Und hast du dir entwischen lassen? Nach Anfänger, wa? Kannst ja nächstes Mal mitkommen, so als Boxer. Und was ist dann passiert? Als ich unten an der Treppe ankam, habe ich ihn noch zwischen den Lauben verschwinden sehen. Der ist wahrscheinlich in irgendeinem Schuppengift oder so. Aber da ist ja alles ziemlich verwuchert. Ja, das Fahrrad? Und das Auto? Das Fahrrad ist die Böschung runter und hängt da jetzt in irgendeiner Hecke drin. Und das Auto habe ich gar nicht weiter geachtet. Stimmt. Ja. Hört mal, Kreuzung Sonnenallee. Da müsste ein verlassenes Fahrzeug als Hindernis stehen. Nein, nur sichern. Da soll mal die Spurensicherung ran. Da sind vielleicht noch Fingerabdrücke für uns drin. Ja? Danke. Was mich mal interessieren würde, wäre, der Typ hat ja scheinbar schon mal sowas gebracht. Was ist da passiert und wie ist das ausgegangen? Tut mir leid, darüber dürfen Ihnen keine Auskunft aussagen. Alles klar, aus ermittlungstechnischen Gründen, ne? Oder geht es um die nationale Sicherheit? Ja, hier macht mir Spaß. Also was ist jetzt? Geht's um... Hat er die Leute vergewaltigt? Hat er die ausgeraubt? Hat er die umgebracht? Geht's um Organhandel? Wollte er von der Wohnung aus unsere Kanzlerin erschießen? Ey, hier macht mir Spaß. Aber mein Kaffee ist offen. Schmeckt's denn? Danke, besser als ich erwartet hatte.
Ich kann verstehen, dass Sie alle aufgeregt sind, aber selbst wenn wir wollten, wir können und dürfen Ihnen zu Nichts diesem tun, Thema... außer Kaffee und Keks abstauben, schon klar. Sagt Bescheid, wenn Sie alle sind, dann rufe ich meine Oma an, die backt noch welche. Jetzt hör mal wieder auf mit deiner Stänkerei. Ich bin total froh, dass die jetzt alle so früh gekommen sind. Vielleicht finden sie ihn ja bald. Wenn ich den ja schnell habe. Jetzt lassen Sie mal schön bleiben. Das ist unsere Angelegenheit, hören Sie? Außerdem hat er Sie ja nicht persönlich angegriffen. Nee, aber meine Nachbarin, die ich reizwürdig ganz gut leiden kann. Bei der anderen wäre es relativ egal, der würde ein paar Bäumen ganz gut tun. Na, wie fürsorglich. Nein. Wie lange dauert denn das jetzt eigentlich noch? Ich meine, ich müsste vielleicht mal auf Arbeit anrufen. Tun Sie das, wir brauchen noch eine Weile Spurensicherung, Zeugenbefragung etc. Okay. Haben wir das nicht alles schon? Ich meine, muss ich das 5-mal wiederholen, bis es richtig sitzt? Wir müssen auch noch die anderen Nachbarn befragen. Ich meine, wir wissen ja noch gar nicht, wie er überhaupt hier reingekommen ist. Die Tür unten schließt nicht richtig, das ist ein altbekanntes Problem. Und ansonsten drückt man ein paar Klingeln und sagt Werbung und ist so drin. Das ist doch überall in Berlin so. Auch mal zu Ihnen. Gibt es irgendjemanden, der irgendwas Böses wollen könnte? Also ein Ex-Freund vielleicht? Oder ein verschmähter Liebhaber. Soweit war ich auch schon, vor einer knappen Stunde. Bitte. Keine Sache. So kommen wir hier nicht weiter, ja? Ich schlage vor, Sie kommen ins Kommissariat und machen da eine schriftliche Aussage, die brauchen wir sowieso. Ach, aber erstmal hier rumfragen und meine Kekse wegfuttern. Wie sieht es denn eigentlich damit aus? Krieg ich die ersetzt oder läuft das unter Kollateralschaden, Spende an die Polizei? Oh, ey, reiß dich doch mal zusammen, Mann. Die beiden machen da auch nur ihren Job. Was ist eigentlich dein Problem? Siehst du Bullen, siehst du rot oder was? Im Moment würdest du Marie mehr helfen, wenn die beiden unterstützen würdest. Und so deinen Keksen, erstens sind es nicht besonders frisch und zweitens kaufe ich eine neue Packung, wenn du jetzt wieder lieb bist, ja? Entschuldigung. Okay. Was ist los? Ach, der soll sich mal schön ruhig verhalten, ja? Sonst nehmen Sie ihn in Gewahrsam. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los? Ach, der Typ, dem das Auto geklaut worden ist, legt sich mit der Streife an. Will einfach wegfahren. Er hat wahrscheinlich Angst davor, dass er die Kiste von euch in Einzelteilen zerlegt zurückbekommt. Oder hat die selber geklaut. Gute Idee. Hallo? Hört mal, festnehmen, ja? Das Auto wird genau untersucht, Spurensicherung, Fahrtgestellnummer, Drogenhund, ja, das ganze Programm. Genau. Dankeschön. Viel Spaß. Keine Ursache. Falls ihr irgendwie noch mal Hilfe braucht, packen wir nichts mal bei. Ich brauche jetzt das Stadion. Bisschen früh dafür, oder? Vielleicht auch ein bisschen spät. Jetzt fällt mir doch noch was ein. Kurz bevor ich die Tür aufgemacht habe, da habe ich irgendwie so was Komisches gehört. So als würde irgendwie so ein Kind, jemand mit einem Kind reden. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich dachte, irgend so ein Nachbar, ich weiß auch nicht, aber... Aber Sie sind sich alle sicher, dass er alleine war? Ganz sicher. Mir kam unten nur einer entgegen und oben waren wir auch schon. Vom Briefträger und das Nachgehen. Selbstgespräche? Vielleicht einfach so ein... Ein Psycho. Hey, keine Scheu. Berlin ist voll davon. Das ist eher der Normalzustand, hier in einer Klatsche zu haben, oder? Ach, Scheiße. Also was haben wir? Typ, übergewichtig, Straßenköter, blond, hellhäutig, helle Augen. Hat total einen an der Klatsche. Haut einen Typen um, klaut ihm das Auto, obwohl er nicht den Eindruck von einem Schläger macht. Masche wie im Kopf wie der ist, kriegt er trotzdem alles mit und gibt mir nicht die Chance, näher als 20 Meter an ihn ranzukommen. Findet sofort ein geeignetes Versteck. Ich glaube ja, der hat die Gegend hier irgendwie vorher ausspioniert. Oder der wohnt hier in der Ecke. Fragt sich nur, wie der ausgerechnet auf dich gekommen ist. Und du kannst den echt nicht? Irgendwie von der Arbeit, aus der Kneipe oder aus der Kaufhalle? Ey, jetzt machst du mir aber langsam richtig Angst, weißt du das? Also von der Arbeit kenne ich den bestimmt nicht, sonst hätte ich ihn ja auch wiedererkannt. In Kneipen gehe ich nicht. Naja, nur ab und zu mal in den Club zum Tanzen. In welchem denn? Katerholzig? Kater. Ja, kein Wunder. Da hängen ja nur Freaks und Verstrahlte und Außerirdische rum. Die Schwaben nicht zu vergessen. Der hat nicht zufällig Schwäbisch vor der Tür gebrabbelt oder so? Du hättest zur Polizei gehen sollen, weißt du das? Du ist auch mal wieder gut, weißt du das? Nee, das stimmt schon.
Das sind zwar jetzt alles nur Mutmaßungen, aber das macht schon Sinn. Keine Ursache. Wenn ihr Hilfe braucht, bringt einfach ein paar Kekse vorbei. Oder vielleicht ein Bier, das scheint ja besser zu wirken. Ja? In Ordnung. Mhm. Die Spurensicherung ist da. Wir werden draußen gebraucht. Okay. Aber Sie finden doch einen Typ, oder? Mit der Beschreibung, der sieht doch aus wie jeder. Na gut. Du gehst jetzt zur Spurensicherung und wir gehen besser ins Büro und nehmen mal die Aussagen auf, ja? Okay. Wir sehen uns nachher, okay? Ja. Ist ja gut, okay. Es ist so schön mit dir hier draußen. Wir sollten öfter hierher kommen. So friedlich. Ja, ruh dich aus. Ich komme gleich zu dir. Dann schlafen wir ein wenig. Echt jetzt? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich komme mir vor, als ob ich ein geklautes Fahrrad gemeldet hätte. Ja, nur dass du das Fahrrad bist. Hey, ich habe auf dich gewartet. Auf dem Kanal haben sie eine Mädchenleiche gefunden. Ich war gerade kurz da. Ich will hier weg. Hier bleibe ich nicht, ich ziehe hier weg. Und wohin? Umzug, Job kündigen. Zurück zu Mama. Meine Mutter ist tot. Oh Mann, sorry, das tut mir leid. Ich wusste das nicht. Ich wollte Was sie sagen. sagen wollte, ist, dass es nichts bringt. Ich meine, bis du das geregelt hast, vergeht mindestens ein Monat. Und wenn der Typ immer noch was von dir will, dann wird er sicher nicht so lange warten. Also kämpfen wir. Wir werden das so managen, dass ihr nie alleine seid, vor allem du nicht. Also Handy immer aufgeladen, griffbereit und ab sofort ist das hier dein ständiger Begleiter. Ist auch ein bisschen praktischer als ein Kaktus. Kommst du beruhig dich, ja? Wir gehen jetzt erstmal in deine Wohnung, checken dort alles und dann gibt's Kaffee, okay? Hörst du? Komm mit, ich will noch die Tür offen lassen, vielleicht können wir dann ein zweites Schloss anlegen. Wir haben den Anschluss, aber ich jetzt von mich erwitzt. Also für einen richtigen Schlossknacker. Ich gehe nicht davon aus, dass der Typ das drauf hat, sonst wäre er nachts bei ihr eingestiegen. Hey, wir kriegen den Typen. Okay? Ich greife mir das Schwein. Hast du gehört? Wir gehen jetzt erstmal in deine Wohnung und dann schauen wir weiter, okay? Komm, schließ auf. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich krieg echt Hunger. Ich weiß echt nicht, was ich noch so da habe. Ich will jetzt wahrscheinlich nicht sein, Joghurt oder so. Ich esse hier mal auf Arbeit Mittag in der Kantine. Oh, puh, Kantine. Na, kein Wunder, dass du so schlank bist. Ich glaube, ich habe auch noch so eine komische Packung Fisch oder sowas zu Hause rumliegen. Ich esse nichts aus dem Meer. Was, echt? Warum? Ich habe die Meere mal angeguckt. Das ist alles total am Arsch. Selbst Haie sind kurz vorm Aussterben. Oh, ein Umweltaktivist. Hast du ein Problem damit? Nö. Und vielleicht solltest du einfach mal darauf achten, was du so futterst. Ja, kann ja sein. Man hört ja auch eine Menge, aber das hilft im Moment auch nicht. Oh, ich habe so einen Hunger, ich kann ein Stück Alufolie verdrücken. Wollen wir nicht irgendwas bestellen? Pizza oder Döner? Ja? Ist mir egal, was ihr esst, aber Pizza wäre ich dabei. Wie Champignons und Rucola oder sowas. Ja, gut. Ich will jetzt auch was, nur ein bisschen Hunger. Was meinst du? Ist das unser Mann? Mordet er jetzt? Würde schon passen. Fahrrad gezerrt, zusammengetreten, brutal, aber eher ungezielt. Und dann auf die Steine geschleudert. Ja. Mhm. Ertrunken? Also nicht an den Schleppen? Okay.
Dankeschön. Du, unser Mädchen ist ertrunken. Die war bewusstlos. Hat aber eine Menge Schmerzen erspart. Also Milz gerissen, Leber gerissen, eine Lunge gequetscht. Was für ein Vieh und warum? Die Pathologie sagt, der Tod ist ungefähr 4 Stunden nach dem Überfall auf die Pärchen eingetreten. Ich spekuliere jetzt mal. Der war total wütend, komplett neben der Spur. Und dann ist ihm die Kleine einfach vor die Finger gelaufen. Keiner hat's gesehen. Also, Frau Kollegin, wo fangen wir an? Straftäterkartei, Profil. Und hat uns dieser Leon da schon vorgelegt, ne? Jetzt hör mir bloß mit dem auf. Nein, aber wir sollten mal schauen, wer durch besonders grobe und auch unmotivierte Übergriffe auffällig geworden ist. Nee, die Liste würde viel zu lang. Trotzdem. Wir können die Kollegen drauf ansetzen. Vielleicht hilft es uns ja, dass er außer dem Mädchen seine Opfer eigentlich noch Leben ausspielt. Und nach einem Dutzend Leichen kennen wir dann seinen Lieblingskiez, wa? Das wird nicht zügig. Was mir zu schaffen macht, ist das Tempo, das da vorliegt. Wir haben jetzt 5 Fälle in 3 Wochen und jetzt der erste Mord. Wenn der so weitermacht, Sag mal, wenn das ein Psycho ist, dann braucht er doch irgendwelche Trigger, oder? Diese Marie, die muss er mindestens 1 oder 2 Tage ausgespielt haben. Das heißt, er stand stundenlang im Treppenhaus herum. Und? Ja, das Türschloss hat er nicht angerührt. Und das ist wirklicher Schrott. Du meinst also, der hat technisch nichts drauf? Oder der liegt im Nervenkitzel. Ich meine, dunkel rumstehen. Vielleicht fühlt er sich als Jäger oder so. Nee, lass mal stecken. Das bringt uns doch überhaupt nicht weiter. Im Grunde genommen können wir nur warten, bis der das nächste Mal zuschlägt. Toller Plan. Willst du auch was? Nee, mir ist nicht nach Essen. Solltest du was essen, sonst fällst du noch total vom Fleisch. Wenigstens habe ich noch Fleisch. Na komm, so schlimm ist es auch nicht. Wir sollten mal los, Burkhard. Immer Zeit nehmen beim Essen, ja? Ja, bis der nächste Mord passiert. Ändert sich auch nicht, wenn ich jetzt reinschlinge. So kalt und zügig. Sicher nichts? Nein. Na dann. Weißt du, was ich glaube? Dass der Typ einen Totalschaden hat. Na sicher hat er den. Ich meine, erst überfällt er 2 Frauen in ihren Wohnungen. Irgendwie geplant. Und dann haut er nur das Mädchen vom Fahrrad, schmeißt ihn in den Keller. Das passt ja nicht zusammen. Vielleicht weiß er gar nicht der gleiche. Wer denn sonst? Ich meine, hier passiert nie was. Also nichts. Das ist ja schon ein Highlight, wenn es mal auf der Kreuzung draußen kracht. So, und dann ein Überfall und ein Mord am gleichen Tag. Ich meine, das ist am Kanal die Stelle, das ist ein paar hundert Meter von da, wo ich den verloren habe. Ich kann so kotzen, ey. Und jetzt, wenn ich den erwischt, die wird noch leben, wenn ich den erwischt hätte. Nee, ist doch nicht so schlimm, Mann. Du hast es doch wenigstens versucht. Du kannst doch nichts dafür. Wenn ich das Arschloch erwische, ja, dann säufe ich den. So wie ein kleiner Löffel. Wie willst du das anstellen? Die Polizei, die wird ja eh... Kommt die Polizei und was? Die kommen in die Clubs doch gar nicht rein. Ich schon. Ach so, das heißt, du willst jetzt ganz Berlin nach irgendwelchen dunklen Ecken absuchen, oder was? Wir haben einen Anhaltspunkt. Toller Plan, ey. So. Und das liegt auf einer typischen Strecke. Klar. Und dann Oranienstraße, über den Görlitzer, zum Schlesi. Hast du mal überlegt, wie viele Bars das sind? Das sind 400 bis 500 Kneipen oder sowas. Ja, aber die Einschlägigen kenne ich alle. Und die Leute kenne ich auch. Ich habe da überall schon gearbeitet. Guten Abend. Na, was soll ich dir geben? Ein Bier wäre schön. Ruhig ein großes. Sofort.
immer nur, um die Stimme abzuwimmeln. Sie zwinkert dir zu. Sie will dich. Sie ist es, auf die du gewartet hast. Es ist soweit. Nun ist es Zeit zu handeln. Endlich das Richtige zu tun. Die Familie ist heilig. Nichts geht über die Familie. And don't say no, because you don't want me to die. To die. To die. To die. I love you so much. Keiner gestorben dabei. Ja, aber fast. Alles klar bei dir? Das ist ja, was hier los ist, ne? Aber 30, was 40, meine Größe und ungefähr 10.000. Weil du weißt schon, dass ihr abends aber der Typ ist gefährlich. Hier siehst du hier heute Morgen die Ramon. Aus den Nachrichten die? Genau. Und der Typ, der läuft hier rum, oder was? Jedenfalls vor ein paar Tagen. Stell dir vor, Marie, Edison, Jeff, ist eine Keule. Falls ihr mal Probleme habt, kann ich da Nein sagen, ne? Weil irgendwie Stress haben sollten oder sowas, ne? Einmal laut kreischen, das findet er ganz gut und dann kriegen wir das schon. Zu freundlich, obwohl ich eher weniger kreische. Ne, das sehe ich, aber es ist auf jeden Fall, dass der Typ noch größer ist. Wie immer sagen, ich halte die Ohren auf und die Augen auf. Alles klar. Mach's gut. Viel Spaß später. Ich verstehe dich nicht, deswegen habe ich hier aufgehört. Was? Ich muss mal wohin. Was? Ich muss pushen. Ja, die Typen sind ja alle duschen. Nee, pushen. Wo gehst du denn? Auf die Toilette. Es lebt oder so. Alter. Ne, alles schick in der Bude? Ja, was soll ich sagen? Es werden immer mehr, machen mehr Dreck. Ja, und sie wollen zudem noch alles umsonst. Leben. Kann ja so scheiße sein.
Jetzt mal im Ernst, ich freue mich, dass du wieder mal hier bist, dass du reinschaust. Deine Ehre. Also, falls du einen Job suchst? Ja, danke dir, aber ich bin gerade ziemlich weg. Ja, weißt ja, immer zu tun. Arbeitszeiten sind auch besser. Aber wenn ich mal irgendwann die Branche wechseln will, Schade, schade. Ja, aber toll, dass du wieder mal hier bist. Ja, ist gleich 2 Wils im Schlepptau, wa? ja, das ist meine Nachbarin. Oh, Nachbarin. Nee, ernsthaft, da läuft nichts. Die eine wurde heute Morgen von diesem Typen in ihrer Wohnung angegriffen. Die war vor ein paar Tagen hier zum Tanzen und dann hat sie so als drangehängt. Keine Ahnung. Weiß nicht schon, welche groß. Keine Ahnung. Das ist irgendwie. Ich hatte ihn selber nur ganz kurz gesehen, als der vorbei ist. Also, das ist irgendwie. Weiß ich nicht. Ich hab den ganz kurz gesehen. 30 bis 40, meine Größe. Mehr oder weniger blond. Sowas in meinem Land. Ja, keine Ahnung. Gerade das Nullgesicht. Irgendwelche Merkmale, Tattoos oder sowas? Ich sag, es ist irgendwie. Das ist ein grauer Sack auf Bein. Aber wenn du irgendeinen Typen siehst, der sich komisch verhält, soll ich dann gleich selber dran machen oder soll ich die dir auch überlassen? Du rufst mich an. Alte Nummer? Ich will das Arschloch für mich haben. Weißt du? So geht nicht. Ja, ich muss noch mal wieder. Digga. Ich bin Digga. Die Jungs gehen auf jeden Fall raus. Danke dir. Ja? Mach's gut. Ciao. Spaß. Ey, ich würde gleich noch mal weiterziehen. Oder wollt ihr noch ein bisschen bleiben? Ich würde gerne noch ein bisschen bleiben. Man kann sie ja nicht hier alleine lassen. Ja gut, dann schreibt mir einfach eine SMS, ob irgendwas ist und Wir haben schon so lange unseren Urlaub geplant. Nun verreisen wir endlich. Ich habe so hart gearbeitet, um uns diesen Wunsch zu erfüllen. Es ist nicht recht, sich so gehen zu lassen. Deine Untaten werden dir aufgerechnet am jüngsten Tag. Die Familie ist heilig. Eine Frau sollte zu Hause sein und das Haus reinhalten. Dort ist ihr Platz. Es wird dir eine Lehre sein. Nimm das Heil an, vertraue dem Herrn. Einmal.
Alles klar, Alter? Bei dir? Ah. Beschissene Schicht, Alter. Kein Trinkgeld. Was echt? Der letzte Typ war ein Kracher, Alter. Total glatt irgendwie und mit einer total besoffenen Toast. Ich war vollkommen durch, ja. Hast du noch Kaffee? Und bei dir? Oh, alles gut. Wie läuft's wieder in der Pelle? Was? Echt? Ist die getürmt oder was? Weg. Die gibt's schon voll klein. Bei mir selber. Genau dasselbe. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann mal. Morgen. Hast du gehört? Wir können jeden Abend eine Frau durch Berlin fahren und keiner wird was merken. Stimmt, wenn jemand da Zucker drin hat. Sag mal, ist irgendwas? Ja. Was denn? Deine liebe Kollegin, die Peitz, hat beim Chef nachgefragt, ob ich für den Fall nicht eine andere Partnerin nehmen will. Diese Zimtzicke. Die meint, du wärst noch zu grün für sowas. Was denkst du? Was meinst du, weshalb ich dich vorgezogen habe? Danke, den kriegen wir. Ich meine, bis jetzt hast du sie alle bekommen, oder? Ja, so in 20 Jahren, wenn ich vielleicht irgendeine DNA in die Hände fällt oder so. Schau an, Philipp Marlow ist auch schon da. Und schon eine heiße Spur? Ja, könnte eure sein, wenn ihr ein bisschen besser zuhören würdet. Ey, sag mal. Was? Der Typ ist ja besoffen Tussi. Ja. Wie sah der aus? Ja, wie sah der aus? Wie normal. Nichts Besonderes halt, so ein Durchschnittstyp. Okay. Allglatt. Der dick oder der dünn? Weißt du selber, kannst du nicht so sagen. So mittelgroß, mittelschwer, mittelmäßiges Trinkgeld. Und besser gar nicht, weißt du? Die Braut? Die war eine hübsche, sag ich dir. Schöne Beine, aber war total weggetreten. Echt? Die war rattenstraff. Und irgendwie zu hübsch für den. Das kannst du nicht genau sagen, es ist halt, steckst nicht drin, Weiber. Wo ging's hin? Das war die letzte Fahrt, das war Treptow, Randgebiet. Total ruhige Ecke. Wie gesagt, kein Trinkgeld. Treptow mal wieder. Also an eurer Stelle würde ich das mal checken. Dann lasst euch die Adresse geben, fahrt hin. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie viele solcher Hinweise wir täglich bekommen? Nein, stündlich. Ja. Wie viele waren es heute? Ich meine vor dem Kaffee? So, jetzt reicht's langsam, ja? Wenn Sie was gegen die Polizei haben, können Sie im Prinzip Beschwerde schreiben. Oder gleich in den Polizeidienst einbringen. Vielleicht können Sie es ja wirklich besser als wir. Nee, lass mal. Wenn ich was bewirken will, dann mache ich das alleine. Aber wir können das ja als Wette anlegen. Wer den Typen zuerst erwischt, hat gewonnen. Wenn ich den Arsch kassiere, dann habe ich den verprügelt und den guckt weg. Und wenn ihr ihn kriegt, keine Ahnung, Brandestrom oder sowas. Das mit dem Verprügeln habe ich jetzt gerade überhört, oder? Außerdem finde ich eine Wette reichlich unangebracht. Es wurde schließlich jemand ermordet. Ja, bei dem Tempo, was ihr vorlegt, werden es noch viel mehr werden. Ich meine, wenn eine Wette dazu führt, dass der Typ von der Straße kommt, ist das prima, oder? Also ich an eurer Stelle, ich würde das irgendwie checken. Ich meine, fahrt hin, Gefahr im Verzug oder macht eine Befragung und guckt, ob irgendjemand das mitgekriegt hat oder so. Also ich werde da dran bleiben. Und wenn da was los ist, dann auf jeden Fall. Dann werde ich eine Beschwerde schreiben. Die geht über die Presse und den Chef. Vorsicht. Das klingt jetzt gerade nach einer Drohung, ja? Nee, das ist nur Versprechen. Hey. Okay, passt auf. Wir fahren tatsächlich mal dahin und wecken die Leute früh morgens. Und eins sage ich Ihnen, wenn da nichts war, da halten Sie sich aus unseren Angelegenheiten raus. Ist das klar? Und wenn da was ist, was dann? Wenn ich dann euer Profiler, Berater, Sonderermittler mit Spezialauftrag, kriege ich eine Knarre? So Lizenz zum Töten und so? Lizenz zum Töten? Ich nehme mal einfach gleich wieder zurück. Mit Ihnen kann man nicht mal ernsthaft reden. Ich bin ernst. Seit meine Schwester vergewaltigt hat und sich umgebracht hat und ihr Penner das Schwein habt laufen lassen, bin ich bei so Sachen immer todernst. Okay. Wir fahren da jetzt hin, vielleicht hilft es Ihnen ja und dann schauen wir weiter. Sollen wir? Frag den Mann nach der Adresse. Entschuldigung, wir sind von der Polizei. Könnt ihr uns gerade mal die letzte Adresse geben? Alles klar, Herr Kommissar. Das war Treptow, Karpfenteich 17. Das ist Alt-Treptow. Genau. Treptow. Okay, dann fahren wir da rein. Liegt was vor? Nee, das sind nur Routineermittlungen. Okay. Ja? Alles klar.
Auto steht um die Ecke. Ja. Sie sitzen hinten, ist das klar? Ich glaube, das ist die Alles klar, wir sehen uns. Ciao. Hallo, ist da jemand? Die Tür ist offen. Hallo? Ist jemand hier? Scheiße. Erstmal die Spurensicherung rein. Geht's? Ich glaube, es wird schon wieder hell geworden. Du machst bestimmt Fußball. Ja. Wahrscheinlich auch beim Fischhunger unterwegs. Selbst wenn. Verschlag mal den in die Luft. Was ist denn? Es geht. Tschüss. Spaß, Mädels. Ich bin gar nicht betrunken. Nur einfach zu viel Schnaps mit Farbstoffen ins Glas getan. Und mein großer, starker, heldenmütiger Nachbar. Ja, deine Nacht. Hast du die Bösen so strenge gebracht? Nee. Leider nicht. Noch nicht. Aber der hat ein neues Opfer gefunden. Was? Ja, ich war mit den Bullen da. Ich habe sie auch gesehen. Es war eine Barfrau, die ich vom Sehen kannte. Scheiße, und? Machst dir keine Vorstellung. Das ist so ein krankes Schwein. Aber er hat sie auf die Herdplatten gelegt und angelassen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was erzählst du mir jetzt? Ach du Scheiße. Was ist das für ein Untyp? Ach du Scheiße. Oh. Wann ist endlich der scheiß Kaffee fertig? So, sorry. Scheiße. Hast du irgendwas Starkes im Haus? Ich guck mal. Whisky. Whisky passt auch noch zum Kaffee. Jo. Spar dir den Abwasch. Ich muss mich setzen. Scheiße.
Ja, das wäre gut. Nein, das ist ein eher unscheinbarer Typ. Das macht das ja auch so schwierig. Es wäre wirklich hilfreich, wenn Ihre Taxifahrer uns Bescheid sagen könnten, wenn so ein unscheinbarer Typ mit einer bewusstlosen oder nicht ansprechbaren Frau in ein Taxi geht. Genau. Ja, über 30, mittleres Gewicht, mittlere Größe. Halt ziemlich durchschnittlich. Das wäre gut, ja. Aber klar, mache ich. Dankeschön. Ich soll dich schön grüßen. Sollst du mal wieder in der Zentrale blicken lassen. Dankeschön, werde ich machen. Ist ein bisschen lang her. Hier, schau mal. Ich habe nach Vergleichsfällen gesucht. In Hamburg gab es so ähnliche Fälle. Da wurden 5 Frauen hintereinander überfallen, aber weder ausgeraubt noch vergewaltigt. Der hat nur, was heißt nur, festgehalten, wirres Zeug gesprochen und ist dann abgehauen. Aber völlig ruhig und gelassen, ohne zu flüchten. Die haben auch ein Phantombild erstellt. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Wie sehr ist dann plötzlich abgerissen vor knapp 5 Monaten. Okay, nehmen wir an, der ist umgezogen, ja? Wir können ja die Meldeämter checken. Aber warum und wo zieht der hin? Und warum die Pause von 5 Monaten? Vielleicht hat ihn irgendetwas in Hamburg verunsichert. Dann ist er eine Weile abgetaucht und dann hat er beschlossen, das Revier zu wechseln. Aber trotzdem, das passt alles so nicht zusammen. Ich meine, unser hier agiert völlig ungeplant und wir. Und dann die Sache mit dem Herd, das geschieht doch nicht aus dem Affekt. Nee, das schaut eher nach Rache aus. Ja, oder Bestrafung. Ja. Aber warum? Was ist das jetzt schon wieder? Was? Scheiße. Ja, machen wir, ist okay. Dankeschön. Was ist? Das Opfer war Kellnerin, die hat im John Moore gearbeitet. Die hat ihre Schicht ganz normal zu Ende gemacht und ist dann mit der S-Bahn nach Hause. Oder zur S-Bahn auf jeden Fall hingegangen. Das haben die Kollegen am Telefon schon abgecheckt. Aber das Beste kommt noch. Was denn? Deine Lieblingskollegin kennt den Bruder der Toten. Die hast du jetzt so richtig an den Hack. Scheiße. Die Gerichtsmedizin hat gesagt, das Opfer hätte eine Hirnblutung erlitten. Die wäre aber schon einige Stunden vor dem Tod eingetreten. Das heißt, sie war bewusstlos. Sagen sie, wäre auf jeden Fall gestorben. Also die Todesursache steht noch nicht genau fest, aber wahrscheinlich war es die Hirnblutung. Naja, wenigstens hat sie nichts mitbekommen. Nochmal zurück. Der macht es nicht geplant, oder? Das heißt, irgendwas löst das aus und dann legt er los. Und dieser Leon, der hat die ganze Zeit den richtigen Riecher gehabt, ja? Der hat uns heute Morgen sowas von vorgeführt, dass... Naja, hast ja gehört, was seiner Schwester passiert ist. Ist doch klar, dass er uns nicht vertraut. Die Typen kenne ich, der macht auf jeden Fall weiter. Den müssen wir unbedingt im Auge behalten. Aber erst müssen wir den Mistkerl bekommen. Dafür brauchen wir jetzt eine Stärkung. Wir sollten langsam auch losfahren. Schon so spät? Okay, dann lass uns mal losfahren. Ja, Mama. Ja, Mama. Der Schniedelwutz soll klein sein. Er soll sich verstecken. Nein, Mama. Bitte, Mama. Aua. Tut weh. Nein, Mama. Bitte, Mama. Guten Morgen. Morgen. Ich hätte gerne einen Feuerzeug. Feiertag, ja. Wie Sie sehen, wir haben eine große Auswahl. Wir haben bedruckte, wir haben nicht bedruckte, wir haben eckige, wir haben runde, wir haben... Ja, ich sehe schon. Ja gut, falls Sie jetzt was Besseres wollen, wir haben da hinten in der Vitrine, wenn Sie nochmal mitkommen möchten, haben wir noch verschiedene andere, also etwas elegantere, die man halt auch für länger mal sich holen kann. Machen Sie mal auf, da können Sie ruhig gerne mal eins irgendwie mal in die Hand nehmen, mal gucken, wie sich das, ne, wie das so liegt. Dann, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht mit Auslagen gemeint.
Du musst lernen, wo dein Platz ist. Sag mal, wärst du heute nicht dran gewesen? Kann sein. Du, ich habe nochmal nachgedacht. Was, wenn der Typ in einem Heim gewohnt hat und gerade erst entlassen worden ist? Ja, unwahrscheinlich. Der Typ ist über 30. Wenn der einen Schaden hat, dann wird er kaum entlassen. Ja, aber wo kommt er so plötzlich her? Und warum ist der noch nie aufgefallen? Der muss doch irgendwie schon mal auffällig geworden sein. Der lebt doch nicht sein halbes Leben und wird auf einmal zum Mörder. Und wenn es der Typ aus Hamburg ist, dann ist er auch auf irgendeine Art und Weise mutiert, die ich nicht kapiere. Der Typ ist kein Mörder. Er stellt sich ungeschickt an und hat sich emotional nicht im Griff. Und genau deswegen glaube ich, dass der irgendwann schon mal was angestellt hat. Und wenn es Tierquälerei war. Wie auch immer. Ich habe die Kollegen in Hamburg nochmal drauf angesetzt. Wir sollen uns keine zu großen Hoffnungen machen. Wir haben einfach zu wenig Eckdaten. Super. Das ist guter Kaffee. Magst du mir noch ein bisschen Zucker holen? Aber sonst haben wir keine Probleme, ne? Nö. Zucker tausche ich nochmal bitte. Ich hätte gerne etwas zu trinken. Ein Bier vielleicht? Ja, Cocktail? Lieber ein Bier. Die Sorte kennen wir ja. Der muss man mal klar machen, was sich gehört. Sie ist halt nackt. Ganz unerhört. Wie kann man sich nur so in aller Öffentlichkeit präsentieren? Ein hohes Maß an Körperbeherrschung und Widerstandskraft sollte sie durchaus dazu befähigen, eine Familie zusammenzuhalten. Darf ich da auch raufklettern? Zeigst du mir das?
Adresse? Gut, wir sind unterwegs, danke. Was ist denn los? Die haben schon wieder ein Opfer gefunden. Im Plenterwald. Irgendwas mit Ketten. Ketten? Na, dann mal los. Das soll ja was werden. Zu den Lokalnachrichten. In der vergangenen Nacht wurde in Treptow eine junge Frau verletzt in einem leerstehenden Haus gefunden, das unter dem Namen Eierhäuschen bekannt ist. Laut Polizei handelt es sich um ein Gewaltverbrechen. Von dem Täter fehlt bisher jede Spur. Die Kriminalpolizei bittet deshalb um Mithilfe. Wem in der Nacht zum 25. März etwas Ungewöhnliches im Bereich Plenterwald aufgefallen ist, der melde sich bitte bei einer Polizeidienststelle. Arschloch, ey. Sag mal, was ist mit dem Arschloch eigentlich los? Das neue Opfer ist Lilly Farouche, Balletttänzerin oder Artistin. Mit Ketten. Ich vermute, dass er so eine Show gesehen hat. Wieso kann er den Mädels nicht einfach ein Bier ausgeben? Weil er eben das genau nicht kann. Was mich wundert, wie kann er die ganzen Frauen ankassieren und keiner bemerkt den Typ? Wie geht das? Bei der war es der Hintereingang. Das war wahrscheinlich eine gute Deckung. Und die Kellnerin, die hat er auf offener Straße niedergeschlagen und rotzfrech mit dem Taxi abtransportiert. Zu ihr nach Hause. Aber woher wusste er, dass sie alleine lebt? Moment, Telefon. Ja? Können wir vorbeikommen? Okay, nee, dann kommen wir morgen. Danke. Und? Das Krankenhaus. Sie ist zwischenzeitlich aufgewacht, aber sie haben sie sediert und ruhig gestellt. Zum Glück war sie so fit. Aber keine Vergewaltigung. Nicht mal probiert. Nee. Der ist nicht auf Sex aus. Kann wahrscheinlich die Hosen nicht runterlassen. Ich meine, wir gehen doch davon aus, dass er bei Mama gewohnt hat. Was ist, wenn die ihn so dressiert hat? Komm, ist doch schon seit den 70ern durch. Was glaubst du? Geh mal in so Dörfer und Kleinstädter, das ist bis heute noch so. Keine Frauenbesuche etc. Vielleicht in Bayern, wo sie noch so richtig katholisch sind. Ja, oder in Norddeutschland, in Hamburg, wo sie noch richtig pietistisch sind. Ich komme auch aus einer Kleinstadt. Kollegin? Naja, also, wenn er bei Mama gewohnt hat, dann durfte er vielleicht die Finger nicht unter die Bettdecke nehmen. Also eine Jungfrau mit Persönlichkeitsstörung. Wäre doch möglich. Das würde auch erklären, dass er die Frau nicht vergewaltigt, wenn er sie unter Kontrolle hat. Weißt du, was ich mich frage? Wovon lebt der Typ? Man, dem brennen bei der kleinsten Kleinigkeit schon die Sicherungen durch. Den kann doch keiner brauchen. Klar. Hartz IV kann es nicht sein. Er dürfte den Wohnort nicht wechseln. Genau. Ein Jobangebot vielleicht. Nee. Ja. Eine Erbschaft. Klingt gut. Sollen wir das dem Hamburger Raster zufügen? Genau, ruf die Hamburger noch mal an, sag denen Bescheid. Ja. Vielleicht kommt ja da was raus. Ich geh schon mal zum Auto, ja? Ja. Ja, da, hallo, hier. Komm jetzt. Schon genug Scheiße gebaut heute. Hörst du nicht? Was machst du da unten? Komm hoch. Ja? Wer ist denn da? Ihr sucht doch so einen Typen, der ständig Frauen irgendwie fertig macht. Ich hab hier so einen. Das ist eine Haltestelle Tauber Straße. Ich stehe da mit meiner Taxe. Wir sind unterwegs. Was ist los? Bukotex der Name. Falls es eine Belohnung geben sollte. Komm hoch. Komm hoch. Ja, hier. Bis gleich. Alter, der schlägt ihn in einer Tour. Sieht jedenfalls so aus. Wir fahren jetzt in Richtung Alt-Treptow. Hier, rechts, Richtung Treptow. So, die halten jetzt Höhe Rathaus Plenterwald. Halten Sie sich aber fern.
Ich fahre dran vorbei, damit ich nicht so auffalle. Was habe ich dir gesagt? Hallo? Hallo? Ha? Warten Sie mal. Polizei, wir hätten mal ein paar Fragen an Sie. Siehst du? Immer nur Ärger mit dir. Hey, immer mit der Ruhe, ja? Ist alles gut. Zeigen Sie mir doch bitte mal Ihre Papiere, oder? Burkhard! Leg den Schläger weg, sofort! Auf den Boden! Sonst was? Sofort! Na, Bullenarschloch? Hat's gut gepasst? Eine falsche Bewegung von dir und du liegst gleich daneben. Das könnte dir so passen. Du willst, dass ich mich hinlege? Müssen Schlampen wie du dafür bezahlen. Na, Bullenfotze? Habe ich deinen Stecher erledigt? Schnauze! Ich brauche hier Unterstützung. Notarztwagen. Sag mal, wie du dir das so vorgestellt hast. Wie willst du den Typ denn überhaupt fassen, so ohne Beschreien? Und warum ist dir der überhaupt so wichtig? Meinst du nicht, die Polizei findet den irgendwie? Es ist kompliziert. Ich rede eigentlich nicht so gerne drüber. Das ist wegen meiner Schwester. Die wurde vergewaltigt und hat sich 2 Jahre später umgebracht. Scheiße, Mann, ich hab das nicht gewusst. Das tut mir leid. Die Bullen haben den Typen nie gekriegt. Die hatten alles. Personenbeschreibung, Automarke, einen Teilabdruck. Ich wette, die haben den gedeckt. Ich meine, vielleicht ein Kumpel von denen, vielleicht selber Bulle. Seitdem traue ich denen kein Stück mehr. Ich hasse Typen, die andere Menschen kaputt machen. Das ist ja so furchtbar. Hey, was geht? Hey, Alter, was geht? Was treibst du? Wir sind gerade in der Soba ein bisschen quatschen. Du, ich bin ganz in der Nähe, soll ich mal rumkommen? Ja klar, komm rum. Bis gleich, ciao. Ich glaube das alles nicht. Ich mache mir da noch Sorgen, dass ich diesen Typen vielleicht verletzt habe in meinem Kaktus. Und da bringt er Frauen um. Und jetzt das. Aber tut mir einen Gefallen. Lass uns einfach das Thema wechseln, okay? Ich meine, ihr wisst ja jetzt Bescheid und gut ist. Ja, okay. Wer war denn am Telefon? Meine Keule. Kommt gleich. Wer? Der Große mit dem breiten Kreuz, der Chef? Der hat dir gefallen, ne? Ja, Pech, der ist schwul. Ist nicht dein Ernst? Es ist doch immer das Gleiche. Entweder sind sie besetzt, oder sie sind bescheuert, oder sonst irgendwas. Ja, oder sie sind schwul. Toll, ey. Sag mal, wie lange kennt ihr euch jetzt eigentlich schon, Jeff und du? Schon so ein paar Jahre. Hey, ja? Hey. Hey, mein Schöner, alles gut? Alles klar. Wie geht's dir? Hey, alles gut. Na Mädels, alles klar? Na? Hey, und? Alles gut. Wie immer? Wie immer. Dass man nicht die beiden bezaubernden Nachbarinnen meines Barkeepers mit Doktortitel sind, ja?
bisschen näher ransitzen. Ja, nee. Ist schon klar. Setz dich mal schön. Noch habe ich den Dr. Tilia nicht in der Tasche. Ich muss sagen, ich war ein bisschen neidisch auf dich, ne? Als mit diesen beiden wunderschönen Mädels vor der Tür standst. Manchmal denke ich mir, wie machst du das eigentlich mal? So, die Herrschaften. Yeah. Hast du auch einer dazu gestellt? Soll ich? Ich muss fragen. Lieb von dir, aber ich muss noch arbeiten. Was ist mit dir los, ey? Du willst in Tequila stehen? Was war das denn? Bist du irgendwie schwanger oder so? Klimakterium. Na dann würde ich sagen, auf uns. So, dann fangen wir mal an. Pete, wo waren Sie vorgestern Nacht zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens? Ach, Puppe, was soll ich dir jetzt erzählen? Du bist doch die oberschlaue Bullenschlampe. Find's raus. Sie haben einen Beamten mit einer Waffe niedergeschlagen und lebensbedrohlich verletzt. Ach, der lebt tatsächlich noch? Das muss dich ja freuen. Wer außer ein Bullen würde sonst mit sowas wie dir in die Kiste steigen? Sie sollten lieber beten, dass er das übersteht. Treffer, hä? Rauchen ist hier verboten. Wusste ich's doch. Ach, aber flachgelegt hat er dich noch nicht. Aber mit ein bisschen Glück kann's ja noch was werden. Wenn er nicht in den Rollstuhl muss. Und einen Aschenbecher haben wir auch. Setzt er sich jetzt ernsthaft dahin? Aha. Das ist doch saukalt. Total. Naja, geh mal gucken, frag mal, was er will. Ja, warum nicht? Das ist doch genauso kalt. Wenn du aus dem Norden kommst, steckst die Kälte besser weg. Klar, irgendeinen Grund gibt's immer. Schon. Entschuldigung, wir haben leider keinen Service mehr hier draußen. Also, wenn Sie sich vielleicht reinsetzen würden. Ja, arbeiten. Dir ist das Wetter scheißegal. Au! Was? Ey, spinnst du? Lass ihn los! Kommt mal! Da hinten ist er lang. Das ist eine Sau. Zug nach Warschauer Straße. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Scheiße, ey! Oh, fuck, ey, dieses verdammte Arschloch! Weißt du, jetzt geht er mir schon zum zweiten Mal durch die Lappen. Alle Welt sucht den. Der setzt sich 2 Meter neben uns in die Kneipe und kein Schwein kriegt das mit. Ja, aber entspann dich doch mal, Alter, den kriegen wir schon noch. Ohne Witz. Nachdem er noch ein paar umgebracht oder vergewaltigt hat oder was? Du steigerst dich ja viel zu sehr rein. Muss ich mich dann noch reinsteigern? Pass auf, ich hol jetzt erstmal ein paar Bier. Dann
du atmest mal ganz tief durch, okay? So scheiße, ey. Ich komme einfach nicht klar. Ich vermisse sie einfach. Jeden beschissenen einzelnen Tag. Ja, ich bin nicht jemand, ob du das so machst. Ja. Ich glaube, wenn es meine Schwester gewesen wäre, ich glaube, ich wäre, glaube ich, Amok gelaufen oder hätte mich zu Tode gesoffen. Gesoffen habe ich genug, das war's. Das Schlimmste ist, ich hätte es wissen müssen. Weißt du, sie hat es gesagt. Nicht richtig, aber sie hat es gesagt. Ich habe mal gehört, dass Leute, die sich wirklich das Leben nehmen wollen, da vorher gar nicht groß drüber reden. Und gerade die du es am nächsten erwarten würdest, die gar nicht drüber sprechen, das sind die es durchziehen. Aber sie hat es ja gesagt. Ich meine, am Abend vorher. 2 Jahre Albträume und Psychopillen, die ganze Scheiße. Was mache ich? Ich lasse ein paar flache Sprüche fallen. Ja, was hättest du auch sagen sollen? Deswegen bin ich dann auch mit meinen Kumpels losgezogen. Ich wollte es einfach nicht mehr hören. Nicht zum 100.000. Mal. Sie hat es genauso aufgefasst. Sie vor allem nur Belastung ist. Oh Mann, ey. Echt leid, ey. Weißt du, sie war meine Schwester, meine Zwillingsschwester. Ich hätte sie mitschleifen sollen oder da bleiben oder irgendeine Scheiße, ganz egal. Aber manchmal kommen die Sachen eben anders, als man denkt. Hör auf, dich so weit fertig zu machen, dafür kannst du nichts. Dieser verschissene Vergewaltiger hat sie auf dem Gewissen, nicht du. Ja, und den habe ich auch nicht gekriegt. Ja, aber das ist doch nicht dein Fehler, das hat die Polizei verbockt. Ja. Weißt du, 15 Zeugen haben die beschissene Karre da stehen sehen, die ganze Nacht mit Licht drin und konnten den beschreiben. Die hatten ein Phantombild, die wussten, wie groß der war, wie schwer der war, die hatten seine DNS, die hatten einen Teilabdruck, die hatten ein blondes Haar von dem und die wollen den nicht gekriegt haben. Gedeckt haben die den. Vielleicht war es sogar selber ein Bulle, das würde ich ihm voll zutrauen. Weißt du nicht, du übertreibst gerade ein bisschen? Ich meine, gibt es dafür irgendeinen Beweis, was du gerade sagst? Ich meine, sicherlich hat die Polizei dreht vielleicht mal krumme Dinger, kleine Sachen. Ich meine, ich habe ein paar Kumpels da, aber sowas würde ich niemals machen. Ich meine, was würde deine Schwester dazu sagen? Die würde sagen, leb weiter. Man lebt für uns beide weiter. Ich frage mich manchmal echt, warum du auch die ganzen Jobs machst. Dein Studium, deine Arbeit. Ich meine, wie viele Jobs hast du in den letzten 5 Jahren gemacht? Frag mal lieber, welche Jobs ich gemacht habe. Taxifahrer, Späti-Verkäufer, Barkeeper. Du lernst jedes Arschloch kennen. Das habe ich nur gemacht, um an diesen Typen ranzukommen. Ja, und was hat's dir gebracht? Ich meine, wer sagt dir eigentlich, dass der Typ nicht irgendwas Besseres Gestelltes ist? Vielleicht Anwalt, Arzt, Banker, Beamter, du weißt es doch gar nicht. Ja, aber die Karre hätte nicht zum Anwalt oder zum Arzt gepasst. Und die Ecke, wo er sie vergewaltigt hat, auch nicht. Weißt du, der Typ hat sich ganz genau, ganz bewusst die dunklen Ecken rausgesucht. Die kennt nur jemand, der sich da auch rumtreibt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, das ist der falsche Weg, den du bestreitest. Das war alles wie sonst. Also wenn du schlau gewesen wärst, dann wärst du vielleicht irgendwie mal in die Zulassungsstelle eingebrochen und hättest da die ganzen Halterdaten geklaut. 20.000 laut Meldeamt. 20.000. Und? Wie viele davon waren Rentner oder Frauen? Dann sind es immer noch 14.000. Ich meine, das sind 2 Jahren 7.000 pro Jahr. Wir sollen das schaffen. Das ist doch scheißegal.
Hast du noch eins? Was sagen wir den Mädels? Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Fragen oder dieses ganze Gelaber und dieses Scheiß. Schönen Abend. Schönen Abend. Wobei ich immer dein Handy, ich rufe die Mädels mal an. Ich glaube, bei der Gelegenheit ruft die Polizei an, sagt, dass wir das gerade gesehen haben. Meinst du nicht auch? Mach das. Prost. Wir können doch über alles reden. Ich habe mich nur erschrocken. Ich rufe niemanden an, versprochen. Ich sag's keinem. Bitte lass mich gehen. Lass mich gehen, bitte. Ich sag's keinem, ich versprochen. Wir können doch über alles reden. Lass mich gehen, bitte.
Wir kennen den Ort. Nichts ist uns hier neu. Ich sag niemandem, Es wird was sich versprochen. alles zum Besten wenden. Ich... Bitte, lass mich gehen, bitte. Ich werde keinem was sagen, versprochen. Ich werde keinen anrufen. Bitte. Ich hab's doch nicht so gemeint, bitte. Dir will ich all meine Schätze schenken. Bitte, lass mich. Lass mich gehen. Bitte. 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 Nein, bitte nicht. Bitte. Lass mich gehen. Bitte. Es muss genau sein. Dann lass mich gehen. Was immer man auch tut. Ich habe keinem was versprochen. Ich werde niemals was sagen. Bitte. Nein. Halbe Sachen sind unannehmbar. Bitte nicht. Bitte. Ich will niemals. Schande ist das für einen Mann. Lass mich gehen. Was willst du? Bitte. Bitte. Nein. Bitte lass mich. Das Beste ist gerade gut genug. Meine Königin. Wenn es nicht richtig ist, will ich es auch nicht haben. Ein bisschen mehr Mühe kann man sich doch wohl geben. Wirklich ein interessantes Studienobjekt. Man sollte sich intensiver mit ihr beschäftigen. Wenn man es lange genug betrachtet, wird es besser und besser. Komm, lass es uns zusammen anschauen. Aua, Mama!
Das war aber nicht so nett, dass er uns voran sitzen lassen hat. Ihr seid doch auch ohne uns ganz gut nach Hause gekommen. Keine extra Art war das nicht gerade. Das kann man auch keine Sekunde aus den Augen lassen. Bist du nicht die Kampfemanze, die immer alles alleine hingekriegt? So, Frauen können alles besser und so. Ja, ist gut, komm, ich gehe schon nach Hause. Was macht ihr denn alle hier? Hey. Labern. Was okay bei dir? Morgen. Hey. Na? Hast du auch nicht so gut geschlafen, oder? Komm erst mal rein. Und ich versuche gerade Kaffee zu kochen. Echten Bohnenkaffee. Naja, wenn du mich nicht dusselige Kuh nennst. Sag mal, bist oder seid ihr irgendwie zusammen? Seid ihr ein Paar? Wie jetzt? Wie meinst du zusammen? Na, Leon und du. Was? Wie kommst du aus so einem Schwachsinn? Mann, das ist... Oh, naja, Leon meinte so, dass... Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ist super, wenn Leute verarschen. Aber ich kann dich beruhigen. Ich bin nicht mal bi. Ich bin eigentlich macho durch und durch. Hast du das nicht gemerkt? Nee, sollte ich das? Ja? Ja, sagen Sie mal, wo stecken Sie eigentlich? Wie bitte? Haben Sie meine Nachricht nicht bekommen? Ach, Frau Peitz. Wenn Sie irgendetwas haben, dann gehen Sie doch bitte zum Chef. Und Sie glauben, dass der jetzt noch seine Hand über Sie halten wird? Ja, genau das kann ich jetzt brauchen. Moirich liegt im Koma und Sie kommen mir mit sowas. Wenn er Sie ausgewechselt hätte, dann wäre das gar nicht erst passiert. Dann übernehmen Sie doch selbst, Frau Oberkommissarin. Vielleicht kann ich ja noch was von Ihnen lernen. Wie man nämlich die falschen High Heels zum Kostüm anzieht. Die Sie nämlich heute anhaben, passen so gar nicht. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich sage Ihnen mal was. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Chef und ich werde dafür sorgen, dass Sie suspendiert werden. Was? Hallo? Hallo?
Scheiße! Ich glaube, noch eine Stunde und ich hätte deinen schwulen Freund umgebracht. Ja, vor dir ist ihm keiner sicher. Ja, niemand. Außer dir. Du kannst mich ruhig duzen. Ich hätte gerne Gin Tonic mit viel Gin. Danke. Hier war gestern so eine Art Überfall, oder? Oh, hör mal bloß auf damit. Da setzt sich so ein Irrer da draußen hin. Ich frage den ganz höflich, ob er sich nicht reinsetzen will. Und dann fängt er an rumzupöbeln und mir an den Haaren zu ziehen und alles. Und dann? Ja, dann hat meine Kollegin die Jungs von hier drin geholt. Die sind ihm hinterher. Haben den aber nicht mehr gekriegt. Das ist besser so für sie. Das war dieser Leon mit seinem Kumpel, oder? Richtig. Kennst du die Geschichte schon? Entschuldige, das hätte ich vielleicht eher sagen sollen. Ich bin von der Kripo, aber inoffiziell. Nimm mich nur ein bisschen Unsinn. Undercover also. Genau. Könnte passen. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Besonderheiten? Das war so normalo einfach. Sah eher aus wie ein Rentner. Aber halt jünger, Mitte 30 ungefähr. Hat Hochdeutsch geredet. Ich weiß aber echt nicht mehr was. Und dann ist er ja auch schon losgerannt. Das sah ein bisschen komisch aus. So gewuselt, so eine Art Entengang irgendwie. Also so richtig unsportlich, ne? Stimmt. Aber da fragst du am besten Leo, der ist immer hinterher. Okay. Ach, wenn man vom Teufel spricht. Wow, kam wieder zu erkennen. Was los? Job bei der Bullerei gekündigt oder was? Nicht ganz. Undercover-Einsatz. Ihr seid alle verhaftet. SAEG steht also Untaten. Ja, aus der Posten zur Staatsmacht zu wechseln, ne? Komm, Jeff, wenn du jedes Mal wegen einer Frau deinen Job wechseln willst. So, undercover, ja? Vielleicht gar nicht so schlechte Idee. Wobei ich nicht glaube, dass der Typ hier nochmal auftauchen wird. Davon gehe ich auch nicht aus. Ja, ist klar. Opfer befragen, Location checken, Vergleichsmöglichkeiten suchen. Übrigens ist John Muir noch verwundert mich in die Leitung. Ich weiß, da war ich schon bereit. Also wir wollen noch um diese komische Toilettenfrau gegen die Tänzerin hier. Melly Baruch. Sie mit dem Doktor mit raus. Obwohl sie gesagt haben, dass ich das nicht so halte. Schon klar. Ist mir aber egal. Ich werde euch so lange rundfragen, durchfragen, bis ich den Typen habe. Ob es ihm passt oder nicht. Ja, jetzt werden wir nicht unhöflich. Bis nach einer das Hause. Okay, duzt euch? Was muss man dafür machen? Nett sein. Vielleicht mal ein bisschen Gentleman. Das ist hier allerdings schwarz. Macht nichts. Ich kann so einiges aushalten. Ich hätte eine Idee. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Wie wär's, wenn wir denn alle gemeinsam in diese Bläser fahren?
kann ich ein Auge auf sie haben und die ein oder andere Dummheit verhindern. Okay, aber dafür duzen wir uns. Und eine Runde kostet es auch. Scheiß auf die Runde, Mann, die Runde geht auf mich. Was soll sein, Mädels? Achso, du bist schnell frei. Okay, vergessen. Vergessen. Eins zu 0. Na, gehen wir. Tschüss. Nochmal. Boah, aber ewig. Hey, Ist Nelly auch da? sie tritt gleich auf. Alles klar. Kennst du sie? Nein, noch nicht. Aber okay. Kannst du uns 3 Bier machen? Na klar. Danke. Schau mal, da ist ein Platz frei geworden. Wollen wir uns mal vorsitzen, weil ich muss ein bisschen Thema ist oder so? Ja, warum nicht? 10 Minuten habe ich noch. Wir gehen rüber. Ich wollte dich noch was fragen wegen diesem Psycho, der dich angegriffen hat. Also wenn du drüber reden möchtest. Okay. Was willst du denn wissen? Na, ich verfolge den jetzt seit ein paar Tagen. Und bin relativ nah dran, er hat sie auch angegriffen. Und ja, alles, was du mir erzählen kannst. Ich kann mich ganz wenig erinnern. Nur, dass er mich von hinten gepackt und gewürgt hat. Und dann hat er mir, glaube ich, reingehauen, sodass ich da voll weggetreten war. Also nicht irgendwie, was er gesagt hat, oder? Ja, irgendwie kann sein, dass er irgendwas gesagt hat, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Es war in so einem Nebel. Okay. Toll. Aber schön, dass du wieder so fit bist und dass es nicht schlimmer ausgegangen ist. Magst du was trinken? Klar, gern. Oh, aber das wird nicht wieder die ganze Nacht dauern, oder? Hast du schon Schnapp oder was? Noch ein. So Leute, wir machen uns dann zu. Oh. Soll ich ein Taxi rufen oder nehmt ihr die Bahn? Ach, ich bin gleich zum Auto, oder? Hast du nicht so viel getrunken? Nee, ich nehme ein Taxi. War mehr als es aussah. Bist du in die gleiche Richtung? Ja. Wobei, wo wohnst du eigentlich? Ich glaube, wir nehmen ein großes Taxi. Na, und bei den langen Beinen? Du kennst doch alles an, was nicht bei Grafenborn ist, ne? Stimmt. 3. Wollen wir? Ja, lass mal gehen. Ah, nee, gehen nicht mit. Holst du mir meine Jacke? Klar, wo ist die? Müde bin ich jetzt. Wir sind bald zu Hause. Oh, Guck mal, kommt die Bahn. oh super. Oh. Nach Hause? Zu mir oder zu dir? Ich zu mir? Und du auch zu mir. Und du zu dir? Ich zu mir. Warte, das geht mir etwas schnell, Jeff. Das geht mir ein bisschen zu langsam, ich ehrlich bin. Ja, so siehst du aus. Ehrlich? Ich bin von der Kripo. Ja, deswegen, das finde ich auch super, aber ich krieg keine Lust mehr. Das ist auch der Sinn der Sache. Ehrlich? Ja, Kleiner. Stehst du da drauf, oder was? Na gut. Na gut, wir gehen zu dir. Komm ein. Wir gehen zu dir. Okay, zu mir. Ein. Auf die Backe. Okay. Also ich bring dich nach Hause. Ja, okay. Dann bring ich Und dann dich nach gehst Hause. du mir. Oder? Riechst du gut. Riechst du gut. Ja, frisch gewaschene Haare. Ja.
Leon, hey. Ja, ich habe gerade diesen Irren gesehen. Der steht hier am S-Bahnhof Treptower Park. Gleis Richtung Grünau. Soll ich dem hinterher? Nee, auf gar keinen Fall. Mach keinen Scheiß. Ey, wenn er dich sieht, kann alles möglich passieren. Nee, der geht eh schon. Fuck. Was machen wir denn jetzt? Kam gerade ausfallslos. Also drück mal die Daumen, dass der gleich da steht. Du kannst mir einen Gefallen tun. Ruf Jeff an, diese Kommissarin, diese Kirsten Dahl. Aber pass auf dich auf. Ja, klar. Ja? Ja, hier ist Jenny aus der Bar. Ich habe gerade diesen Psycho gesehen. Der stand am Treptower Park Richtung Grünau. Was? Leon weiß auch schon Bescheid. Ja, danke, ich bin unterwegs. Die Barfrau hat den Psycho entdeckt. Leon ist schon unterwegs. Geben Sie Vollgas, wir müssen nach Grünau, aber ganz schnell. Was ist bei roter Ampel oder wenn die Polizei kommt? Ich bin die Polizei. Wenn Okay. nichts kommt, einfach drauf. Scheiße, ob das mal gut geht, ey. Aber es ist gut, dass du dabei bist. Vielleicht hört der Leon ja auf dich. Ich steige nicht aus, nicht, dass mir noch irgendwer die Tür vor der Nase macht, wenn ich auf dem Bahnsteig stehe. Solange ihr weg, bis ihr weg seid. Okay? Ich glaube nicht, dass er aussteigt. Ich glaube, der wird irgendwo runter Richtung. Jetzt? Also machen wir jetzt nicht mal. 2 Stationen noch. 2 Stationen. Ich steige hier aus. Adlershof. Sag mir das, so weit ist. Oh shit! Komm, wir schaffen das, komm! Wir schaffen das. Komm! Ich schaff das nicht. Komm! Ich geh außen rum. Komm jetzt. Ich geh außen rum. Bring dich um! Bring dich um, du Arschloch! Hey! Mann, bist du irre? Bist du irre, Mann? Was? Lass ihn doch! Hören wir doch jetzt! Mann, bist du wahnsinnig? Was ist doch nicht unglücklich, Mensch? Was denn? Mann, wir haben ihn doch jetzt! Ist doch alles gut! Hey! Du kannst nicht den anderen jagen! Bleib liegen jetzt! Los, zurück, ich hab ihn! Keine Bewegung. Mama. 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 Läuft. Du bist grau, du bist alt, du
bist du im Feriensumpf, wo du nicht glänzt, da stinkst du da. Bist du nicht bunt, da bist du voller Staub. Voller Staub. Millionen Menschen, Millionen von Ratten. Den Unterschied kann man nicht immer sofort ausmachen. Du bist kalt und auf einem Auge blind, wie alle, die in dir sind. Gestern ausgebombt, heute ausgenutzt, das Morgen voller Sorgen. Du hältst es auf wie eine Insel im Sturm. Du bist eine Insel, zusammengeflickt aus Inseln im Sumpf. So riechst du noch heute feucht, dreckig und dumm. Wer in dir ist, der bleibt auf seinem Fleck. Der Grad ist, kommt will nicht mehr weg, der fühlt sich wohl in deinem Dreck. Es ist der Dreck, das Rauch, das Ungeklärte, die Ratten, der Briegsgeruch, das Unbeschwerte. Das Bier in der Hand, der Typ am Tisch gehört einem anderen. Wie das immer so ist, man ist bei dir, man ist in dir, man liebt und hasst dich, aber kommt einfach nicht an dir vorbei. Nicht an dir vorbei. Es geht rein oder raus, es bewegt sich irgendwas, wird sich immer irgendwie irgendwas aus dir heben und in dir bewegen. Du bist größer und größer und bunter, immer bunter und nichts kriegt dich jemals wirklich unter. Du stinkst, du bist dreckig, du bist größer und fleckig, du bleibst wie du bist. Eine Insel im Sturm, du bist eine Insel. So mancher hat das nicht kapiert, der wollte nur wieder weg, hat aber keinen interessiert. Wer hier bleibt, kommt klar, auch wenn er's nur denkt. Ist doch egal, wer wie, wen und wohin lenkt. Ein riesiges Rattenloch, in dem sich jeder bewegt, wie er will und sich keiner ein Stück aufregt. Jeder macht, was er will, wie er kann, laut oder still. In dir war schon immer diese Kraft von unten, durch Ratten, Lumpen, Gesindel, miese Halunken. Schön Geisterspinner, die ewig Betrunkenen und auch die bis zum Boden Gesunkenen. Alle eint ein Geruch, wie eine Droge, wie ein Geist. Man brüllt und man dümpelt, bis man am Ende nichts mehr weiß. Man reißt so seine Sachen, macht so sein Ding, kommt herum, kommt zurück, weil's nur hier so schön stinkt. Der stinkt nach Ratten, nach Keller. Auch nach Schweiß, nach BSR und nach Bier und nach was keiner weiß. Wo's nicht stinkt, sind die anderen, die nichts wirklich kapieren, die nur Geld kennen, aber innerlich frieren. Man ist frei und man nutzt es oder klemmt sich was ein. Das ist dir doch egal, Wurscht, Schnuppern, einerlei. Du bleibst dreckig und fleckig und eckig und du stinkst und du stinkst. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind
Adlershof.